Einen schönen guten Tag, ihr Lieben. Wir begrüßen euch recht herzlich zu einem neuen Video. Und zwar, ihr seht einen Philipp da stehen. Philipp, Mensch, wie geht's dir? Mir geht's gut. Alles Super. gut soweit. Bin ich schon wieder bei dir, hä? Ging schneller als gedacht diesmal. Ja, und wir haben im Hintergrund noch den Yukon stehen. Das ist ja mein neues Umbauprojekt als Offroader. Und Philipp, ich sag's dir ganz ehrlich, wie es ist. Der Philipp, wenn ich hierher fahre, ist es immer so wie bei Tesla. Immer weiter verbessert Philipp das Ambient Light. Er guckt, wo kann man noch was optimieren, wie kann man noch mal die Ausleuchtung ändern und so weiter. Philipp, du bist eine Maschine. Das muss ich echt sagen. Ich glaube, die Community weiß das da draußen auch. Ich denke, ja. Ich bin, ohne Mist, ich bin stolz wirklich, dass du im E-Fever-Team bist. Das ist sensationell. Wir haben dieses Jahr, nicht dieses Jahr, sondern dieses Mal nämlich eine richtige Wucht vor. Philipp wird dieses Fahrzeug komplett mit Ambient Light ausstatten. Das heißt, wir reden hier nicht nur vom Dashboard und von der Mittelkonsole, nein, sondern auch, wenn es um die Türen geht. Ja, wir probieren heute mal die Türen. Ist der erste Prototypenversuch. Schauen wir mal, ob das sich umsetzen lässt. Aber ich bin sehr gespannt. Und du machst mir noch die Sitze. Genau, die Sitze auch komplett. Wir haben auch ein bisschen dieses ganze Paket geändert. Das heißt, wir haben jetzt ein Basispaket für euch da draußen, wenn ihr es auch haben wollt. Und können dann Upgrades buchen. Wie zum Beispiel dann, ich will noch die Türen dabei. Der andere will nur die Sitze noch dabei haben oder sowas. Also da haben wir einiges optimiert. Da kommen wir nach dem Intro noch zu. Und Philipp, vielen Dank. Er hat mir das hier gerade in 3D-Drucker gemacht. Vielen Dank, Philipp. Ey, sensationell. Yukon for life, sag ich nur. Richtig. Nach dem Intro geht's los. Richtig. So, ihr Lieben, bevor wir jetzt wirklich final den Einbau starten, kurz mal was zu den Paketen, die wir euch jetzt hier geschnürt haben. Philipp, du hast jetzt die Erfahrung gesammelt über die ganzen Autos, über die ganzen Community-Fahrzeuge, die du umgebaut hast. Das Paket, was wir jetzt, oder die Paketreihe, die wir jetzt geschnürt haben, ist, glaube ich, am sinnvollsten, wa? Ja, denke ich auch. Also, wir haben nämlich das Basispaket. Das Basispaket, sage ich mal, enthält hier den Lichtleiter hier entlang in dieser Fuge, wo wir es auch schon immer bei der Model 3 gemacht haben auch und beim Model Y. Ja. Und im Basispaket ist auch noch die Beleuchtung hier, dieses Us dabei. Dann kann man, wenn man sagt, okay, ich hätte gerne noch eine Beleuchtung hier ums Ladepad, ist es Upgrade Nummer 1, sage ich mal. Upgrade Nummer 1, okay, wisst ihr Bescheid, Ladepad, Upgrade Nummer 1. Dann haben wir noch die weitere Möglichkeit, da gehen wir mal hinten rein. Ja, lass mal hinten in die Rücksitzbank reinschauen. Genau, da haben wir nämlich Upgrade-Möglichkeit Nummer 2. Ist, dass wir hier an den zwischen der Sitzverkleidung und dem Sitz selber auch noch einen Lichtleiter reinmachen. Das ist die Upgrade-Möglichkeit Nummer 2. Super. Upgrade-Möglichkeit Nummer 3 ist noch Fußraumbeleuchtung. Die ist aber nur zusätzlich zu der Originalen von Tesla. Also das heißt, wir machen einmal hier hinten, wo der Tesla keine Beleuchtung hat, noch eine Fußraumbeleuchtung rein. Und vorne in den Fußräumen, wie gesagt, zusätzlich zu der Originalen von Tesla. Leuchten dann beide oder wie ist das dann? Es sind dann beide an. Also ich habe immer beide an. Das heißt, vorne ist es einfach, weil das Licht ja ein wenig weißer ist, also von der Original Tesla weiß ist es die Lichtfarbe vorne ein bisschen geändert, sage ich mal, im Vergleich zu den Ambient Light Sachen. Aber ich habe sie immer an und das sieht eigentlich immer ganz cool aus. Also Paket 3, wisst ihr Bescheid, können wir es nachher mal zeigen auch? Genau, das können wir dann nachher auch mal zeigen. Wir können notfalls auch mal zu unserem Auto gehen und es dann nochmal machen. Und dann komme ich zu dir mal rüber. Ja, Paketnummer? Eventuell 4. Eventuell 4, aber ich denke, das wird klappen. Ich denke auch. Und zwar, wir werden die Verlängerung des Armaturenbretts machen. Und zwar hier oben in dieser Fuge. Ja. Dass wir im Prinzip hier bis da zur weißen Leiste hinten reingehen oder die Holzleiste. Und das wird Paket Nummer 4. Ja. Und das probieren wir heute mal aus, wie das funktioniert. Okay, ich weiß, manche Fahrzeuge, du hast ja auch mehrere probiert. Auf Instagram hast du auch eine Umfrage gemacht zwischen Streifen hier oben und hier in diesem V-Stück. Ja. Und wirklich 80–90% haben gesagt, sie wollen gern oben die Weiterführung vom Dashboard. Ich muss echt sagen, Philipp, wie du auf die Idee kommst, weiß ich nicht, aber auf den europäischen Markt oder generell habe ich diese Führung des Lichts noch nie gesehen. Ich auch nicht. Die meisten machen das nur hier unten, wa? Ja. Aber hier oben, das ist eine sehr gute Idee. Und ich finde, ich habe schon deine Prototypenbilder gesehen, finde ich sehr stimmig, Leute. Wir schauen uns heute auf jeden Fall an. Richtig, da schauen wir mal, was funktioniert. Genau, und die Preise zu den einzelnen Paketen, die listen wir euch wieder in die Videobeschreibung rein. Da wisst ihr auch Bescheid. Und soweit erstmal der Stand. Philipp hat sein ganzes Werkzeug auch schon wieder vorbereitet. Das finde ich immer richtig super. Und da wir ja heute volle Hütte machen, haben wir auch im Prinzip heute 3 Sets hier in der Mache, wa? 4 sogar. 4 sogar. Richtig. Wir haben nämlich einmal wieder den Y-Adapter mit der Steuerungsbox dran. Ja. Das ist wieder dass wir die automatische Steuerung haben. Ja. Dann haben wir hier einmal das ganz große Paket, sage ich mal. Das ist einmal mit der Fußraumbeleuchtung. Und wir haben hier 6 LEDs noch dran. Die sind fürs Armaturenbrett und für Ladepad und für die Mittelkonsole. Das bedeutet, Philipp, wenn ich kurz einhake, dass es für das Basispaket war?
Nee, das ist sogar schon, da ist das schon Fußraumbeleuchtung und Ding mehr dabei. Also reines Basispaket hätte nur 4 LEDs. Ach so. Weil wir 2 fürs Armaturenbrett haben und 2 für das U an der Mittelkonsole. Dann haben wir nochmal 2 LEDs fürs Ladepad. Und dann haben wir nochmal jeweils die Fußraumbeleuchtung für das Paket 3 mit der Fußraumbeleuchtung. Paket 2, sage ich mal, haben wir nochmal hier eins mit 4 LEDs, ein Set, das ist für die Sitze, weil jeder Sitz bekommt auch 2 LEDs. Geil, 2, das heißt, wir leuchten von beiden Seiten. Richtig, genau. Super. Und dann haben wir noch für jede Tür jeweils ein Set mit nur 2 LEDs. Weil wir in der Tür ja einen Streifen beleuchten, sage ich mal. Und da haben wir auch 2 LEDs, dass wir von beiden Seiten angeleuchtet auch von beiden Seiten an der Tür? Dass das möglichst schön gleichmäßig ausgeleuchtet wird. Super. Welches Set ihr braucht, richtet sich natürlich nach dem Paket, was ihr gerne möchtet. Ja. Die Pakete, was ihr dazu braucht, listen wir euch auch in der Videobeschreibung und dann wisst ihr direkt Bescheid, was ihr dann braucht. Und ansonsten fragt einfach bei mir nach. Fragt bei Philipp nach, ihr braucht den Y-Stecker und das Paket, den Rest macht der Philipp hier. Richtig. So, jetzt geht's final in den Umbau, Philipp. Ich bin super gespannt. Ich auch. Du fängst jetzt an im Prinzip mit dem Dashboard. Richtig. Baust erstmal alles hier aus. Das bedeutet auch die Seitenverkleidung. Genau. Die und die Gummis alle ein bisschen lockern. Genau, die Gummis werden lockern, dann kommt man da einfacher rein. Ja. Und wir haben hier, wie gesagt, noch ein chinesisches Model 3, weil die deutschen Model Y sind hier nämlich verschraubt, dass diese Schraube nicht da ist an dem Armaturenbrettteil oben dran. Ja. Und es hat auch andere Klipse. Ja. Das heißt, da muss man ein bisschen schauen, welches Modell man hat, dass man nicht zum Beispiel beim deutschen Modell die Schrauben vergisst und dann einfach am Armaturenbrett zieht, weil dann kommt man nicht weit. Verstehe. Da gibt es auch noch diese kleinen Feinheiten zwischen den Modellen, Produktionsstätten Shanghai und Deutschland. Aber wir können ja schon mal absehen, dass langfristig oder mittelfristig, kann man schon sagen, wird Giga Berlin den deutschen Markt versorgen. Das bedeutet, wir werden dann bald auch einheitlich laufen. Aber Philipp weiß da auf jeden Fall Bescheid und hat das auch im Blick. So, Philipp ist schon wieder auf 180 hier, gibt richtig Volldampf. Jetzt machen wir die Seitenverkleidung ab, seht ihr hier auch. Wir haben die untere Schiene schon weggenommen. Warum Seitenverkleidung ab? Dass wir hier wieder schön in die Mittelkonsole kommen und wir schrauben nämlich auch die Mittelkonsole locker, dass wir da schön die Kabel verlegen können. Und hier unten kommen wieder unsere ganzen Steuerungsboxen rein, die Ambient-Light-Boxen, dass wir da unten, da ist einfach schön viel Platz und da kann man das ohne Probleme hinbauen. Super, Philipp. Philipp, eine Frage noch, die ich auch öfters bekomme, oder in den Videos, wir haben ja schon einige Videos zusammen gedreht. Man kann das ja zu 100% zurückbauen, richtig? Nicht zu 100%, aber sehr so, dass man es eigentlich nicht merkt, dass es mal eingebaut war. Okay, Türen jetzt natürlich nicht, ja, Türen weil die sind ein besonderer Fall, aber ansonsten Dashboard, so müsste doch eigentlich gehen? Dashboard, ja. Wir tauschen an einem Teil nämlich am Dashboard ein Teil aus, das heißt, theoretisch kann man sich dann auch für knappe 60, 70 Euro bei Tesla ein neues Teil bestellen und das auch wieder reinbauen. Wir machen für die Schönheit, sage ich mal, noch 2 kleine Löcher in die Mittelkonsole, aber wenn man das nicht weiß, die sind ganz versteckt, die zeigen wir später auch mal, aber das fällt auch keinem auf, wenn man das da reinmacht. Also braucht ihr auch keine Angst haben und die Steuerung, wir gehen nicht direkt ans Tesla-Netz, sondern über einen Y-Stecker, das zeigen wir euch nachher nochmal. Da braucht ihr keine Sorge haben auf jeden Fall. Wo bist du jetzt? Genau, jetzt gehen wir ans Armaturenbrett. Wir haben schon hier wieder die Seitenverkleidung alle abgemacht, auch an der Mittelkonsole schon die Verkleidung abgemacht. Und jetzt gehen wir hier ans Armaturenbrett. Das ist immer, da muss man auch schauen, je nach Modell gehen die Klipse anders raus, also je nach, obwohl es Deutschland oder China ist. Aber es funktioniert eigentlich ganz gut. Vieles bei Tesla Eclipse, muss man ehrlicherweise sagen. Ja. Manches mittlerweile auch schon geschraubt, also es ändert sich ein bisschen. Geklippt oder Klettverschluss, gibt es beides. Ja, und so sieht das dann ganz aus. Das wisst ihr ja, kennt ihr ja aus den anderen Videos. Ich zeige das jetzt auch nur grob. Im Detail, wir haben ja noch Videos schon gedreht, da könnt ihr das sehen. Wo es dann spannend wird, wird die Tür und die Sitze. So, Philipp gibt so schnell Dampf hier auf dem Kessel, das ist Wahnsinn. Jetzt kommt hinten diese Klappe ab. Warum, Philipp? Genau, weil wir hier wieder die Klappe haben, wo wir unseren Kabelbaum haben, an dem wir dann den Y-Stecker anschließen. Ja. Das ist im Prinzip beim Model 3 ähnlich. Es ist hier ein bisschen, beim Model Y hat man weniger Platz, aber auch das ist inzwischen kein Problem, weil ich habe eine Lösung gefunden, wo man dann diesen Y-Stecker noch schön verstecken kann, also diesen OBD-Anschluss, der da noch dran hängt. Und was wir auch gleich machen, wenn solange die Mittelkonsole noch fest ist, wir bauen einmal die Verkleidung hier aus, auch einfach nur dran ziehen. Und jetzt gehen wir dann auch an die Sitzverkleidungen, dass wir die noch gleich wieder schön abbauen können. Und dazu habe ich den Sitz ganz nach vorne und nach oben gefahren, weil das ist nämlich hier so, das sind so Gummibänder mit so einem Haken dran. 2 pro Sitzverkleidung, die machen wir ab. Okay, wild. Ist beim Model 3 ähnlich, beim Model 3 ist natürlich der Platz da unten ein bisschen geringer.
Und dann machen wir hier auf der Seite das gleiche. Und dann, wie wir es damals beim Model 3 auch schon gemacht haben, kommt wieder die Kopfstütze raus. Die Kopfstütze, ach, die müssen wir, stimmt, ich erinnere mich, die müssen wir rausnehmen. Genau, wa? die müssen wir wieder locker machen. Ja, das war ein Heimtrick hier, wa? Genau, und ich sehe, es hat sich auf jeden Fall irgendwas an diesem Sitzpolster geändert, weil das Sitzpolster viel weiter oben drüber sitzt. Also irgendwas an der Lehne ist auf jeden Fall geändert. Das heißt, die Theorie, dass die Lehne anders ist bei den neuen China-Modellen, kann ich bestätigen. Okay, aber kurioserweise nur oben der Bereich, aber unten nicht. Richtig. Und ich bin der Meinung, oder wir beide sind der Meinung, dass China jetzt noch abgefrühstückt wird mit dem alten Material, wie es halt bei Tesla ist, wird alles aufgebraucht. Richtig. Und dann wird umgestellt. War Philipp? Alles, was noch da ist, verbauen sie noch. Ja. Und zum Beispiel auch hier, ich weiß nicht, ob Grünheide nur Linkslenker baut im Moment, aber ich glaube ja. Warte, ich weiß, was du meinst. Ich komme zu dir. Ich weiß, was komm du mal meinst. rüber. Ah, Philipp Witter hier, die Maschine. Ich glaube nämlich, dass Grünheide nur Linkslenker im Moment baut, weil ihr habt ja hier diese Blende, sage ich mal, für die Lordosenverstellung. Ja. Ich hatte jetzt vor 2 Tagen oder vor 3 Tagen ein Y aus Grünheide umgebaut und da war dieses Loch gar nicht vorhanden. Und für die Rechtslenker, braucht man das natürlich, weil dann ist das hier der Fahrersitz. Und deswegen, glaube ich, bei den Fabriken, die beides bauen, haben dann noch einfach nur diese Blende drauf, was einfach günstiger ist, einen Teil wieder eine Blende zuzumachen, als eine komplett neue Spritzgussform zu bauen. Oh, Tesla, Wahnsinn, war. Wieder Kostenoptimierung. Ja. Haben wir jetzt hier, da unten sind 2 kleine Metallklammern, die man da wegschieben muss und dann kann man die Kopfstütze nach oben machen. Und dann greift man hier oben rein, zieht es ein bisschen nach hinten und dann ist es unten nochmal eingehakt. Ich dachte gerade schon, wir haben Ambient Light schon verbaut. Hier ist ein blauer Schlauch. Nee, der blaue Schlauch ist für die Polsterung, also für die Lordosenverstellung, was auf der Beifahrerseite nicht ist. Diese ganze Pumpe hier und diese Schläuche sind da drüben nicht mehr verbaut, weil hier ja noch Luftkissen drin sind. Das sind diese schwarzen Teile hier, wo dann die Luft eingeblasen werden kann und nicht. So, Philipp ist wieder ultra schnell, hat schon beide Seiten jetzt fertig. Genau. Das bedeutet, jetzt kommt hier schon Ambient Light rein. Also der nächste Schritt, den wir machen, ist die Beleuchtung, also die ganzen Kabel zu verlegen. Aha, okay. Genau, und wie wir jetzt hier noch sehen, hier haben wir diese schwarzen Luftpolster, die haben wir hier nicht. Ach, genau, wegen fehlender Lordose, wa? Genau, wir haben hier wieder den Y-Stecker, haben hier wieder die Kabel angeschlossen, so wie wir es bisher immer gemacht haben. Ich kann auch sagen, auch in den neuen Modellen, auch in den Grünheide-Modellen funktioniert dieselbe Steuerung. Das heißt, man muss keine Kabel irgendwie anders bauen oder so. Funktioniert alles so, wie es soll. Und jetzt werden wir dann die Ambient Light Kabel verlegen. Das heißt, wir fangen jetzt erst an mit dem Fußraum, dann machen wir die Sitze hinten und dann Armaturenbrett vorne. Und dann schauen wir erstmal. Dann machen wir erstmal so und wenn wir das alles fertig haben, dann geht es an die Türen. Super. Ihr glaubt es nicht, Leute, ich habe den Yukon gestern abgeholt, da war Sonnenschein total. Und jetzt, ich meine, es ist ja schön, dass es regnet, wirklich jetzt nach der langen Trockenperiode, oder Philipp? Es ist absolut notwendig hier. Absolut notwendig. Es war jetzt es war ein sehr schöner Sommer, aber viel zu trocken. Und deswegen ist ja gut, dass es regnet. Aber kurioserweise, seit ich den Yukon hier abgeholt habe, das wilde Biest, ist es nur am Regnen. So, Philipp baut jetzt hier den Y-Stecker rein. Im Prinzip hat er die Steckverbindung aufgemacht. Genau, Steckverbindung auf und wir machen hier einfach rein und schieben. Den drüben rein. Ist eine enge Kiste da unten. Genau, es ist sehr eng, aber es funktioniert. Philipp hat jetzt hier noch die Mittelkonsole gelöst. Warum lösen wir überhaupt die Mittelkonsole? Damit wir die Kabel vom Ambient Light schöner verlegen können, weil ich das immer so lege, dass man das dann von außen gar nicht sieht, die Kabel. Und weil wir jetzt gleich noch eine andere Sache machen, dass wir den Lichtleiter hier an der Mittelkonsole schöner verlegen können. Okay. Und deswegen bauen wir nämlich die Mittelkonsole auch noch auseinander. Das ist genau das, was ich nämlich gesagt habe. Wir hatten bei dem Sitzen, das hatten wir schon mal das Thema, das vor einer längeren Zeit war. Ja. Und so richtig, das habe ich dann selber privat noch mal zu Hause probiert, so richtig hat es nicht geklappt. Jetzt hat Philipp eine Lösung gefunden und der zweite Punkt, wo er auch eine Lösung gefunden hat. Hier diese Stelle war immer ein bisschen, ja, wie soll man sagen, schwierig. Weil es war eine sehr schwierige Ecke und ich kann euch gleich auch zeigen, wieso. Ja. Weil diese Ecken von diesem Kunstleder, was hier ist, die werden per Hand aufgezogen. Das heißt, sie werden von hinten per Hand eingeschnitten und umgeklebt. Bei manchen Modellen ist es auch getackert von hinten. Und dadurch heißt es, man weiß nie, wie viel Platz hier wirklich in den Ecken ist. Ja. Deswegen ist es, werden wir euch eine neue Methode zumindest anteasern. Ganz verraten werde ich es euch nicht, so Betriebsgeheimnis und so. Ja, genau, richtig. Recht hast du, Philipp. Das Bauteil, was ihr hier seht, ist genau die Mittelkonsole. Genau, da haben wir hier das Ladepad noch drinnen. Und wir haben hier dieses Kunstlederzeugstück, wie ihr es hier seht. Ja. Das ist hier an den Ecken eingeschnitten,
Manchmal ist es in ganz vielen kleinen Stücken angeschnitten. Hier hat der, wer auch immer das zusammengebaut hat, nur zweimal reingeschnitten sozusagen und ist dann so umgelegt. Und das ist das Problem, weil wir haben den Lichtleiter sonst immer nur reingelegt und dann je nachdem wie viel Platz da ist, hält er besser oder schlechter. Und jetzt wird er reingeklebt. Geil. Und dann hat es auch den Vorteil, dass man die Ecken auch schöner verlegen kann. Okay, verstehe. Philipp, hier hat schon wieder was Neues für euch und zwar, was hast du da? Richtig, also das ist ja das Wireless Charging Pad von hinten und wir haben hier eine Teilenummer mit 17 stehen. Das heißt, je höher diese Teilenummern sind, desto neuer ist das Teil. Das heißt, Tesla hat ja auch wieder Neues verbaut. Das kann jetzt hier 2x15 Watt steht drauf. Ich weiß nicht, was das alte kann, aber ich glaube, dass das alte nur irgendwie 10 Watt oder so konnte. Das heißt, das kann auch die Handys schneller laden. Selbe müsste auch mit dem USB-Anschlüssen sein. Da müssten auch neue drin sein, vorne zumindest. Die hinten, die sind gleich geblieben, aber vorne gibt es auch einen neuen USB-Hub, der angeblich jetzt auch USB Power Delivery ausgeben kann mit 19 Volt, dass man auch Laptops aufladen kann. 12 Sekunden später. So Philipp, mal kurzes Update an die Community, wo sind wir? Beim Kabel verlegen und wie ihr seht, das ist ein ziemlicher Kabelsalat, den man erstmal wieder wegbringen muss, weil man muss ja bedenken, wir haben allein im Innenraum dann schon 14 Lampen. Das stimmt. Wir haben 4 an den Sitzen, 6 nochmal vorne und nochmal 4 vom Fußraum. Das heißt, wir haben schon 14 Lampen und wenn wir dann noch die Tür noch machen, dann haben wir 18. 18, 4 nochmal dazu, wa? Richtig. Du hast jetzt im Prinzip hier, habe ich gesehen, Kabel hinten verlegt. Ja. Ich zeige das mal gerade. Genau, Am Rücksitz. Wir haben hier schon mal einmal die Fußraumbeleuchtung und die beiden für die Sitze. Und wir sind hier am Originalkabel entlang gegangen, auch hier nach unten. Und das alles dann schön unter dem Teppich versteckt, dass man da halt nicht die Kabel, weil der Sitz bewegt sich ja. Und dann müssen sich die Kabel ja natürlich mitbewegen, weil sonst reißt der ja auch irgendwann vielleicht ab und das soll es ja nicht sein. Deswegen Richtig, ja. am Originalkabel entlang und da passiert dann gar nichts. Daumen hoch für den Jungen. Philipp, hier im laufenden Prozess, kannst du mal sagen, was du mir gerade gesagt hast? Ja. Und zwar, Leute, ganz wichtige Info, wenn ihr auch Interesse habt, hier so einen Umbau zu haben, egal, auch wenn es nur Dashboard oder Mittelkonsole ist oder so, also das Basic-Paket, dann, Philipp, hast du gerade noch ein paar Worte zu verlieren? Genau, ich habe noch zu sagen, weil ich habe bis Ende des Jahres auf jeden Fall noch mehr Zeit, die Autos umzubauen, weil ich mache das ja nicht hauptberuflich, ich mache das ja als Nebenberuf, das Ambient Light einbauen. Und ab Mitte Januar werde ich wahrscheinlich dann mit dem Job anfangen an der Uni, also mit der Promotion beginnen. Und deswegen werde ich ab da dann wahrscheinlich weniger Zeit haben. Ich weiß, dass manche noch auf ihr Auto warten und das dann nicht vor Ende des Jahres kommt vielleicht und gerne auch Ambient Light drin haben würden. Wir kriegen das irgendwie hin, aber es kann sein, dass es halt dann nicht sofort ist, sondern dass wir irgendwie schauen müssen, wie wir das mit dem Termin hinbekommen. Aber wir werden auf jeden Fall eine Lösung finden, aber nur mal so als Info, dass ich dann ab Mitte Januar wahrscheinlich weniger Zeit habe, Autos umzubauen. Ja, deswegen, wenn ihr jetzt euer Fahrzeug noch bekommt, macht einen Termin, ruft einen Philipp an oder sprecht einfach mit ihm und dann lässt sich dann eine Lösung finden. Richtig. So Leute, wir hatten gerade ein kleines schönes Frühstück und sind jetzt wieder hier im Programm dabei. Philipp hat im Prinzip, kann man ja sagen, die ganzen Kabel schon verlegt. Genau, für die Türen haben wir noch nichts gemacht, aber wir haben die anderen Kabel schon mal alle hier wegen gebündelt und werden die jetzt hier unter der Mittelkonsole verstauen, dass wir da einfach den Platz deswegen ausnutzen. Das Gute ist, man hat ja hier unten echt viel Platz und deswegen kann man die Kabel einfach, sage ich mal, da wenig reinklemmen. Und Wahnsinn. wenig verstauen. Modell Y hat immer viel Platz. Ja, Philipp nimmt auch hier extra so ein bisschen, zeige ich mal kurz, so ein bisschen Zellstoff, so, dass das auch nicht klappert und so. Das ist schon schön. Wir haben schon wieder Neuigkeiten und zwar hat jetzt Philipp das Dashboard eingebaut, den Lichtleiter da oben drinne. Philipp, kannst du ein paar Worte zu verlieren, weil wir wollen ja einen Anschluss hier haben und es gibt einen Unterschied zwischen Grünheide und... Ja, bei den Model 3s kann man den Lichtleiter hier schön nach hinten durchverlegen, also dann auch im Prinzip durch diese Fuge durch und dass es hier vorne an der Fuge noch leuchtet. Ja. Das ist leider bei den Grünheide-Modellen ist es auch möglich. Ja. Bei den Modellen aus China leider nicht. Da muss man so ein paar Zentimeter vorher abbiegen, Ja. weil da ist dann direkt eine Wand und da kommt man nicht hin und dann wäre der Lichtleiter hässlich hier vorne. Ja. Und das geht gar nicht, weil dann muss man hier knicken und dann, das sieht einfach nicht aus. Deswegen muss man da leider bei den Model Y aus China ein bisschen Abstriche machen und sagen wir von da bis da ungefähr ist es dann nicht beleuchtet. Aber das geht leider nicht anders. Ja. Wir wollten es anders machen, aber da ist eine Wand und da müssten wir jetzt am Armaturenbrett rumbohren und da haben wir
lassen wir lieber sein. Genau, richtig. Und alle, die Grünheide haben, da ist es perfekt. Da könnt ihr wirklich eine Linie haben im Dashboard. Genau, das ist super. wie Model 3, da schicke ich dem André auch noch ein Foto. Und dann Können wir einblenden? Genau. Und da sieht man das nämlich dann, wie es dann beim Model 3 und beim Y Performance. Aber wir sind beide einer Meinung. Ich meine, gebt uns noch ein bisschen Zeit und dann fahren oder wer nur noch in Europa oder in Deutschland dann die aus Grünheide ausliefern, da sind wir dann wieder einheitlich. Richtig. Philipp hat das Dashboard schon installiert. Es sieht ultra sexy aus, sehr gleichmäßig. Kommen wir aber alles am Ende zu. Jetzt beschäftigen wir uns nämlich mit dem U hier an der Mittelkonsole. Hier sieht man nämlich auch das Problem, was der Lichtleiter machen muss. Hier können wir senkrecht runtergehen, hier an der Kante. Ja. Aber hier dreht sich dann das im Prinzip. Und das ist immer das Problem, was es hier bei dieser Kante gibt. Und deswegen bauen wir den Lichtleiter jetzt vorher rein, bevor wir also die Verkleidung wegmachen, bauen wir einen Lichtleiter ein, kleben den auf eng fest und dann hält es nämlich deutlich besser und die Ecken sehen auch deutlich schöner aus. Ich habe ja gesagt, von wegen, wir müssen 2 kleine Löcher in die Mittelkonsole bohren. Ja. Zwar werden wir einmal hier so ein Loch so schräg reinbohren, dass der Lichtleiter da schön durchgeht. Und das gleiche auf der Seite hier drüben. Okay. Und das ist dann im Prinzip diese 3,5 mm Löcher, die in der Mittelkonsole gebohrt werden müssen, wenn man es schön verlegen will. Man kann es anders verlegen, verliert aber ein bisschen Lichtqualität und hier in der Ecke sieht es komischer aus, und man muss sagen, wenn hier das ist und dann da noch die Verkleidung drauf ist, dann sieht man die auch, selbst wenn man den Lichtleiter dann wieder entfernen würde, eigentlich fast gar nicht. Das heißt, wenn man nicht weiß, dass die Löcher da sind, fällt es einem keinen auf. Okay, super. Ich habe auch gesehen, du hast überall jetzt 3M-Klebeband hier drumherum geklebt. Ja. Das heißt, da kommt dann auch der Lichtleiter dran, was? Richtig, da kommt der Lichtleiter dran und dann machen wir da auch noch die Verkleidung. Ach, du bohrst das mit der Hand, oder was? Genau, mit dem Handbohrer, dass ich da... ist weiches Plastik, wa? Ja, es weiches Plastik, ist extra Plastikbohrer, noch den ich mir mal zugelegt habe, weil der schneidet da einfach schöne Löcher rein, ohne dass man da abrutscht oder so, sage ich mal, sondern dass man da sehr schön feingefühlig die Löcher machen kann. Und kann ich ja gerade mal den Leuten zeigen, so wird das am Ende aussehen. Also, größer ist es nicht. Ja. Und da kommt vor allen Dingen der Lichtleiter durch, müsst ihr euch vorstellen. Das heißt, man sieht von dem Loch irgendwie so viel. Also gar nichts. Gar nichts, genau. Nur, dass ihr Bescheid wisst, dass wenn ihr das einbauen lassen wollt, wir haben das verbessert. Wir können es auch, wie sagt Philipp, auch ohne einbauen. Aber um wirklich den maximalen Grad der Qualität zu haben, müssen wir es so machen. Ja. So, jetzt, wie sagt man beim Automobilbranche, das ist die Verheiratung? Ja, die Hochzeit. Die Hochzeit, genau, das ist die Hochzeit jetzt. Hochzeit der Mittelkonsole. Die Hochzeit der Mittelkonsole. Wir haben sie jetzt installiert. Wundert euch nicht, das ist das Kabel im Prinzip, was jetzt hier oben lang geht. Das verlegen wir jetzt gleich noch richtig. Aber ihr seht, worauf ich hinaus will. Ihr seht jetzt das, was wir meinten. Die Rundung, guckt euch mal an. Das sieht so hammermäßig aus. Da ist nichts mehr mit so Einschlüssen, wie wir hatten hier in die Kurve. Genau, drumherum. weil sich das jetzt einfach durch die Verkleidung direkt hier schön anlegt. Und dann Wahnsinn, wirklich toll. Philipp, hast eine sehr gute Idee. Habt auch hier hinten, wenn wir jetzt hier gleich festmachen, dann sehen wir genau, was Philipp meinte damit, wie clean das aussieht. Guck mal, das ist jetzt nicht mehr gebrochen auch. Das heißt, wir haben jetzt auch hier einen schönen Lichtstrahl durch. Richtig. Ohne dass wir es hier hinten irgendwie durchlegen müssen, sondern jetzt ist wirklich, wie sage ich immer so gerne, clean. Richtig. So, und so sieht das Ganze jetzt aus. Genau, und jetzt haben wir schön die Ecken und da rutscht auch nichts raus. Es wird nämlich auch von dem Teil noch mechanisch gedrückt und auch, was ganz wichtig ist, wir sehen, dass auch die Klappe noch zugeht, weil das Teil ist nämlich hier, wenn man da zu fest drauf drückt, seht ihr ja, das bewegt sich hier und dann könnte das an der Klappe streifen und dann würde die Klappe schwerer aufgehen oder teilweise sogar gar nicht dann mehr. Da muss man immer ein bisschen aufpassen, deswegen habe ich da, und da jeder Tesla anders gebaut ist, wie ihr vorhin gesehen habt mit diesen Einschnitten, habe ich da auch unterschiedlich dicke Klebebänder. Je nachdem, dass man das dann passend zu dem Bauteil bauen muss. Dann im Prinzip. Jetzt verlegen wir das oben noch sauber und dann passt schon, super. Genau. Und gib mir 5, Philipp. Mittelkonsole ist wieder zusammengebaut. Mittelkonsole ist zusammen, ja. Die Verkleidung wieder drauf, haben die Verkleidung wieder drauf, haben vorher die LEDs dann noch befestigt da hinten. Ja. Und hier seht ihr, wie das rausgeht, das ist möglichst unauffällig. Genau, jetzt ist es an der Seite und können wir gleich mal, wenn ich jetzt hier hinten bin. Jetzt scheint wieder die Sonne. Jetzt scheint zwar wieder die Sonne, aber wir gucken nachher nochmal im Dunkeln. Aber jetzt seht ihr schon, wie schön die Rundungen sind. Und das war genau Sinn der Sache. Wir steuern das Ganze über App und jetzt kommt die Härte. Wir schließen ja dann, das sind ja mehrere Systeme hier, war Richtig, Philipp? genau. Wir haben für die Sitze eine eigene Zone, sage ich mal. Das heißt, man kann die Sitze auch andersfarbig machen als zum Beispiel den
Fußraum oder halt die vorne das Und Armaturenbrett. das alles über eine App. Ja, und man kann in dieser App, die wir auch bisher immer verwendet haben, die halt dieses Standard... Der Hersteller hier ist, genau. Genau, und da kann man nämlich auch mehrere Boxen gleichzeitig steuern. Und das ist perfekt auch dann für die Türen noch. Und das Geile ist, ihr könnt die dann beschriften. Wisst ihr, was ich meine? Da wisst ihr genau, wenn ich das jetzt umstelle, ändert sich das und so. Oder ihr könnt mit einmal alle ändern. Das ist richtig cool. Ja. Wusste ich auch nicht, hat mir Philipp jetzt erst erklärt. 1 Minute 37 Sekunden später. So, Philipp, Mensch, das sieht ja brutal aus. Wir haben die Rücksitze schon fertig. Richtig. Und ihr seht hier an der Seite, wie gesagt, warte mal Philipp, ich gehe kurz über deinen Rücken. Nur so, dass er mal Impression hat, was das jetzt von Qualität mittlerweile hier angenommen hat. Philipp gibt richtig Gas auf den Kessel. Man hat wenn man genau das parallel dahinter sitzt, an den Ecken, Ja, sorry. ist es leider immer ein bisschen weiter drinnen als, sage ich mal, hier oben. Aber das ist dem Teil geschuldet, da kann ich nichts dafür. Ja. Das ist leider da ein bisschen in den Ecken drin, aber wenn man so schräg drauf guckt, sieht man das gar nicht. Hier guckt euch das nochmal an. Da an der sieht man Seite. es zum Beispiel nicht wirklich. Ja, das ist super, wirklich super. Wenn es da ein bisschen dunkler ist, gehen wir noch mal komplett rum. Philipp baut jetzt unten noch die Mittelkonsole, schraubt er jetzt komplett fest. Richtig. Und dann sind wir im Prinzip mit dem Basispaket soweit durch. Genau, das Basispaket und die 3 Upgrades. Ja, Fußraum. ich leuchte Sitze, einfach mal hier rein jetzt ein bisschen und ihr fangt die Impression ein. Ihr seht hier alleine an dieser Rundung, wie schön das jetzt aussieht. Genau das war immer ein Problem, was wir hatten und mittlerweile sieht das sehr, sehr sexy aus. Wir haben unten die Leiste im Prinzip vom Dashboard. Die ist auch soweit safe, war Philipp? Ja. Da drüben dieser dunkle Teil im Prinzip, den können wir hier nicht umsetzen bei den Nee. China-Modellen. Richtig. In Grünheide ist das ein durchgehender Strahl bis ans Ende. Genau, beim Model 3 ebenfalls bis ans Ende. Bei Model 3 ebenfalls auch die Chinesen? Ja, bei allen. Nur bei Model Y China geht's nicht? Richtig. Ach so, okay. Wild, gut zu wissen, Philipp. So, das heißt, Basispaket war Dashboard Und das U hier? das U hier. Das ist ein Upgrade. Die Preise seht ihr alle unten in der Beschreibung. Richtig, das ist ein Upgrade. Dann haben wir das zweite Upgrade noch in allen 4 Fußräumen, die Fußraumbeleuchtung. Man sieht es zumindest an meiner Hand ein bisschen, Ja, genau. dass wir hier noch Farbe haben und auch unter haben den wir- Sitzen hinten. Die haben wir hier hinten auch, seht ihr? Da ist auch Fußraumbeleuchtung, die habe ich jetzt drin. So, und das dritte Upgrade war dann hier mit den Sitzen. Richtig. Kann ich auch noch mal zeigen. Wir haben sie jetzt an. Kann man die ausmachen, Philipp? Dann können wir noch mal zeigen, wenn sie ausgemacht ist, weil manche ja immer die Meinung hatten, Warte, so sind sie aus. dass es scheiße aussieht, wenn es aus ist. Finde ich nicht. Muss ich echt sagen. Ich finde es. Auch hier vorne, finde ich, fällt es gar nicht so auf. Ja, warte, ich gehe mal hier vor. Das ist jetzt im ausgeschalteten Zustand. Das ist jetzt ausgeschalteter Zustand. Also ich weiß nicht, mich stört es nicht, wenn ich ehrlich bin. Muss ich echt so sagen. Und hier unten seht ihr sowieso nichts im Dashboard. Das ist eh dunkel. Genau. Also müsst ihr selber abwägen. Aber viele, die wir jetzt auch umgebaut haben oder du umgebaut hast, da ist das, oder? Was sagen Ja, die? die sind alles sehr zufrieden. Und wie gesagt, es kann bei solchen Sachen natürlich immer mal was passieren, dass irgendwas nicht hält oder was auch immer. Gehört auch dazu. Aber dann bin ich auch so einer, der kümmert sich dann auch darum, dass es wieder passt. Super. Aber das ist ja das Gute. Je weiter wir jetzt mit den Versionen kommen, mit den Verbesserungen hier drin, umso deutlich niedriger ist dann die Rate, dass irgendwie Richtig. mal was sein sollte. Genau, Und mittlerweile sind wir jetzt an Stand, was wir jetzt hier einbauen, wo wir sagen können, das ist zu, Kann eigentlich nichts mehr passieren. nee, das ist zu 98, 99% jetzt safe. Ja. Und das ist top. Das ist ein Zustand, den hat sich Philipp hier erarbeitet. Muss man auch mal sagen. Und es geht auch nur übers Arbeiten. Also je mehr man macht, weil sonst kriegt man das doch gar nicht mit. Also Ja. wenn ich nur einmal baue und war halt gut, dann weiß ich ja gar nicht, was ich besser machen muss. Und so Nee, das weiß stimmt. ich, was man ändern kann. Ja, super. Deswegen, da steckt viel Innovation dahinter, muss man echt so sagen. Ich sage ja immer, wie wenn ich mit Tesla hier bin. Und in diesem Sinne, Leute, wir machen jetzt weiter mit dem nächsten Step. Das sind nämlich die Türen. Und die Türen, alles was jetzt kommt in dem Video, ist ein bisschen Prototypen. Müsst ihr als Prototypenstatus sehen. Ja. Weil wir wissen nicht, ob wir final das wirklich umsetzen. Wir versuchen es natürlich, aber Philipp, oder? Ja, wir müssen schauen, ob wir den Lichtleiter zum Halten bekommen. Das ist so eine Sache, dass er wieder da nicht rausrutschen kann, dass wir die Türen, weil die muss komplett zerlegt werden. Also so wie ihr die Türen jetzt hier seht, das wird hoffentlich nicht das letzte Mal gewesen sein, dass die Türen so aussehen, aber Ja. ja, da wird jetzt viel passieren und es wird ziemlich aufwendig. Wie der Teufel es will, Philipp, oder haben wir jetzt schon gleich bei dem ersten Handgriff Schritt, ja. gemerkt, dass was nicht stimmt. Genau. Wir haben im Prinzip die weiße Leiste rausgenommen, war Philipp? Genau, wir haben die weiße Leiste rausgenommen. Dabei ist mir aufgefallen, also die ist wie gesagt nur so noch drinnen, die ist normalerweise geklipst, aber die haben wir schon rausgemacht. Und da ist mir aufgefallen, habe mir gedacht, Moment, hier ist irgendwie das anders. Weil hier unten
haben wir nämlich mal eine Model 3 Tür, die ich mir bestellt habe als Prototypentür, die ihr vielleicht auch auf Instagram schon mal gesehen habt oder so. Da ist hier dieses Soft Touch, dieses schwarze obere Teil, geht hier um die Ecke rum und geht bis hinten ran. Und in diese Kante zwischen dem schwarzen und dem silbernen habe ich hier den Lichtleiter reingebaut. So, jetzt schaue ich beim Model Y. Da ist diese Kante nicht, weil das Soft Touch Teil hört hier vorne auf. Das heißt, man kann beim Model Y wahrscheinlich nur hier in diese Kante. Ja, ich weiß nicht, ob man das einfangen kann, aber. Das ist man. Warte mal. So. Ja, ist schwierig. Also ich kann hier meinen Finger dazwischen stecken. Ja. Und das ist alles noch dieses silberne Kunststoffteil. Das heißt, auch wenn diese Dekorleisten beim Model 3 und Y tauschbar sind, das Teil dahinter ist es nicht. Das heißt, es wird wieder was anderes geben fürs Ambient Light. Ja. Das heißt, wir haben vor allen Dingen hier an dieser Ecke ein paar Probleme, wenn wir es haben, und da auch. Und das heißt, ich kann auch nicht jetzt sagen, dass wir das dann beim Model 3 oder beim Model Y aus Grünheide einbauen kann, in den Türen. Das ist jetzt nur ein Versuch für die Model Y aus China, sage ich mal. So, ihr Lieben, das, was ihr hier seht, ist. Also, ich habe das Fahrzeug gestern bekommen, das müsst ihr euch mal vorstellen. Philipp, Sorry. jetzt haben wir hier das Y im Prinzip mit der Türverkleidung ab. So, was ist deine Feststellung, Philipp? Die Tür ist ganz anders aufgebaut als im Model 3, als ich gedacht hätte, weil es ist nämlich so, bei dem Model 3 muss nämlich, wie auch beim Model Y hier, dass wir das Ambient Light gut verbauen können. Ihr seht dieses Kunststoffteil hier, das muss raus. Das muss komplett raus. Okay. Alles. Ja. Und das heißt, das ist ein Riesending. Und im Model 3 sind nämlich die Fensterheber in dieses Kunststoffteil reingeschraubt. Ich weiß nicht, ob hier Gewinde dahinter sind. Das muss ich mal noch austesten im Reparaturenbuch oder so. Oder auch hier mal eine Schraube rausmachen. Weil wenn die in das Kunststoff reingeschraubt besteht nämlich zum Beispiel beim Model 3 die Gefahr, dass der Fensterheber dann nicht mehr fest sitzt. Und deswegen war das immer so die Sache, wieso ich gesagt habe, Türen, Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. weil das einfach ein Riesenaufwand ist. Und ihr seht ja jetzt hier, wir haben jetzt eine gute halbe Stunde gebraucht, bis wir jetzt mal in diesem Status sind. Gut, es geht natürlich dann auch schneller, wenn ich es häufiger gemacht habe und mehr die Tricks weiß. Aber wir müssen ein Stromkabel von innen der Mittelkonsole hier rauszulegen. Weil Hier lang war, da seht ihr den Schlauch? Durch den Schlauch durch, Kommt hinter der hier raus? Verkleidung ruhig, kommt hier raus. Ja. Das Problem ist, sage ich mal, nicht das Kabel zu verlegen. Und es werden wahrscheinlich wieder einige sagen, ja, nimmt doch irgendein Kabel aus der Tür, das 12 Volt hat. Find mal ein geschaltetes 12 Volt Kabel, was nicht irgendwie digital ist, in der Tür. Keine Chance. Es sind nämlich hier Türverkleidungsteile. Also wir haben hier Airbag-Sensor, also Drucksensor, sage ich mal, für ein Airbag. Wir haben hier die Sachen, die in den Spiegel rausgehen. Wir haben hier den Fensterheber, wir haben hier den Lautsprecher und wir haben noch die Knöpfe an den Türen und die Lampe unten. Ja. Wenn ich hier an den Knöpfen von der Tür mache, habe ich schon mal probiert, am Fensterheber im Prinzip ein Kabel anzuschließen. Das Auto denkt dann immer, das will das Fenster immer nach unten fahren. Das heißt, wenn ihr immer mit offenem Fenster fahren wollt, dann können wir da das Ambient anschließen. Also wenn ihr euch nie wieder euer Fenster zumachen wollt, dann kriegt man es hin. Ja. Aber so ist es extrem schwierig, und um das Kabel einfach schön zu verlegen. Also man könnte jetzt, blöd gesagt, einfach hier rausgehen, sage ich mal, an den Kabel außen entlang gehen, hier durch die Tür durch und dann einfach hinter die Verkleidung. Ach nee, das sieht stylisch, aber nee. Das ist erstens nicht stylisch und wer weiß, ob es wirklich dicht hält. Das ist das Nächste. Und nein, das machen wir nicht. Entweder wir machen es ganz oder gar nicht. Richtig, Philipp. Sag mal, Philipp, was ist das hier für ein Holzkasten? Habe ich auch erst das erste Mal gesehen. Das ist der Teppich hier von hinten. Ach so, das ist der Teppich. Das ist der Teppich von hinten. Okay, wild. Das ist ja krass. Also Leute, um es kurz und schmerz zu... So Leute, kurze Rede, langer Sinn. Und zwar Philipp, du hast wieder einen geilen Job gemacht. Dieses Türprojekt, was wir jetzt angesprochen haben, legen wir erstmal auf die Seite. Wir haben ja das Hauptprojekt, dieses Pakete, die listen wir euch unten nochmal in die Videobeschreibung auf. Die gibt es bei Philipp in einer High-End-Version mittlerweile. So, ich werde jetzt mal in Dunkeln fahren und dann zeige ich euch natürlich nochmal jetzt schön die Impression, wie es im Dunkeln ausschaut, weil das wollt ihr ja auch sehen. Und von daher meldet euch bei Philipp, wenn ihr Fragen habt. Ich notiere das alles drunter, wisst ihr ja aus der Vergangenheit. Und in diesem Sinne, let's go.
Philipp, vielen Dank schon mal für deine ganze Arbeit wieder. Schön, dass du da warst. Danke, gerne. Immer gerne hier. Und in diesem Sinne schauen wir uns jetzt mal an, wie das Ambient Light im Dunkeln aussieht. Let's go. 3 Tage später. Einen schönen Abend, ihr Lieben. Ich grüße euch. Ich bin jetzt zu Hause. Ihr seht, da oben ist eine Laterne. Das bedeutet, wir haben es jetzt wirklich dunkel. Extra für euch. Ich hoffe, ihr könnt mich einigermaßen erkennen. Da drüben steht der Yukon und ich möchte jetzt euch einfach mal zeigen, was Philipp da wirklich wieder für eine sensationelle Arbeit geleistet hat. Wir haben auch viel nochmal über die Türen gesprochen, sind aber wirklich zum Entschluss gekommen, dass wir es erstmal wirklich beiseite schieben. Wir sind von der Preis-Leistung am Markt, gerade mit dem Ambient Light, glaube ich, unschlagbar. Und das wollen wir mit den Türen einfach nicht kaputt machen. Und der Vorteil ist einfach, dass man hinfährt zum Philipp an einem Tag und auch am gleichen Tag zurückfährt. Wenn wir die Tür noch mitmachen würden, dann wäre einfach der Aufwand deutlich größer und der Wagen müsste mindestens 2 Tage stehen. Und deswegen lassen wir es erstmal so, wie wir es geplant haben. Ich zeige euch jetzt trotzdem mal das Ambient Light. Oh, ich fange mal hinten an einfach, Leute, oder? Wir fangen hinten an, wir satteln das Pferd von hinten auf. Wie gesagt, was deutlich verbessert ist, das ist diese Einrahmung hier in den Sitzen. Hier seht ihr zwar einen kleinen Nippel, das hängt aber mit der Naht zusammen. Also das strahlt dann einfach hier rein, das ist auch nicht schlimm. Und guckt euch doch mal an, wie schön das aussieht. Ich weiß gar nicht, ob das Handy das richtig scharf kriegt. Ich versuche immer mal zu fokussieren zwischendurch. Aber das sieht doch einfach toll aus. Das sieht doch einfach toll aus. Auch was Philipp gesagt hat, dass es nicht gleichmäßig aussieht. Aber ich finde, es sieht sehr gleichmäßig aus. Auch hier an den Seiten. Wunderschön, wirklich wunderschön. Wenn wir jetzt mal einen Blick hier nach vorne werfen. Ich gehe mal ein Stück höher. Dann seht ihr auch hier die Mittelkonsole komplett. Und das Dashboard, wir gehen mal am besten noch vor, dann könnt ihr es noch besser sehen. Und zwar zieht es euch einfach rein. Ich mache nachher noch so einen kleinen Porn draus, da könnt ihr es euch noch mal in Ruhe angucken. Ich mache mal die Mittelkonsole hoch. Wow, oder Leute, was sagt ihr? Ehrliche Meinung. Problemzone war natürlich auch hier diese Kanten. Seht ihr jetzt hier aber im Video, da ist nichts mehr mit Einrissen oder sonst dergleichen. Das ist eine schöne, homogene Ambient Light Schicht oder wie sagt man, Ambient Light Linie. Und hier mein Dashboard, nicht Dashboard, sondern mein Ladepad ist auch beleuchtet. Ich mache die Klappe mal wieder runter. Und was natürlich auch ein Problem war in der Vergangenheit, war das Dashboard. Aber guckt euch mal an, auch hier super gleichmäßig. Philipp hat jetzt ein neues Verfahren gemacht. Das bedeutet, er bereitet die Dashboards schon, bevor ihr kommt, vor. Er hat Austausch-Dashboards im Prinzip, also nicht das hier, sondern das dahinter. Und dann sieht das wirklich sehr, sehr sexy aus. Guckt euch das an. Habe ich euch zu viel versprochen, Leute. Der Yukon lebt und Ambient Light war der erste Schritt. Dank Philipp. Fußraumbeleuchtung, stimmt, die darf ich nicht vergessen. Wir schauen uns mal unten an. Ihr seht, Philipp hat ja auch gesagt, die bleibt dabei und die wird daneben geklebt. Das bedeutet, vorne ist es einfach ein bisschen, ich sag mal, ja, es ist gemischt einfach mit hell und blau. Ich muss auch dazu sagen, ich habe jetzt die Helligkeit ein bisschen runtergedreht, weil das iPhone sonst das einfach nicht einfangen könnte zwischen dunklen und hellen Kontrasten. So, hier unten seht ihr das gleiche nochmal. Da ist der Fußraumbeleuchtung unten, da sieht es auch super sexy aus. Und alles in allem bin ich sehr zufrieden, wirklich. Schaut unten, wenn ihr das auch haben wollt, in die Pakete rein, die wir euch da anbieten. Basispaket ist wie gesagt hier, dieser Streifen, das entlang und Dashboard unten. Das ist alles dazu. Und optional ist wie gesagt das Paket, die Sitze und natürlich noch die Fußraumbeleuchtung. So, ich gehe jetzt mal wieder ins Licht, weil sonst seht ihr mich nicht. Ich denke, alles in allem wirklich geil wieder, dass Philipp auch einfach die Innovation hat, das immer weiter zu verbessern. Ich will euch nicht garantieren, dass das letzte Ambient Light Video ist, was hier auf dem Kanal kommt, denn ja, wie soll ich sagen, Philipp hat mir schon wieder Ideen geschickt. Ach, der Kerl macht mich fertig. Deswegen, vielleicht kommt in einem halben Jahr noch mal ein Update zu dem Ambient Light Licht. Nicht, dass man das noch verbessern könnte, sondern vielleicht noch, dass man eine neue Funktion dazufügt. Vielleicht macht man doch die Tür noch dazu. Das wissen wir noch nicht zum aktuellen Stand. Philipp ist aber dahinter. In diesem Sinne, Leute, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Genießt jetzt die paar Sequenzen, die ich euch jetzt noch einblende. Und habt eine schöne Zeit, abonniert den Kanal. Und wir sehen uns. Macht's gut!